Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. In dem Buch Diese ganze Scheiße mit der Zeit. Meine Entdeckung des Jetzt nimmt Hubertus Meyer-Burkhardt die Leser mit auf eine ganz persönliche Reise zur Auseinandersetzung mit dem Thema Zeit. Bekannt als Moderator, Autor und Produzent, gewährt Meyer-Burkhardt einen tiefen Einblick in sein eigenes Leben und seine Erkenntnisse rund um den Umgang mit Vergänglichkeit, Gegenwärtigkeit und dem Sinn des Lebens. Während viele Menschen im Alltag zwischen Terminplänen, Verpflichtungen und Hektik gefangen sind, offenbart der Autor seinen Weg hin zu mehr Lebensqualität durch das bewusste Erleben des Moments. Mit wachsender Ehrlichkeit und berührender Offenheit beschreibt er, wie einschneidende Veränderungen, etwa Krankheiten und Älterwerden, seinen Blick auf die Zeit verändert haben. Dieses Buch spricht diejenigen an, die das Gefühl haben, das Leben zerrinnt ihnen zwischen den Fingern. Und es inspiriert jeden, der nach Wegen sucht, die Zeit bewusster und erfüllter zu nutzen. Die Mischung aus autobiografischen Elementen, gesellschaftlicher Beobachtung und philosophischer Reflexion machen das Werk zu einer bewegenden wie nachdenklich stimmenden Lektüre. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Bedeutung des Jetzt. Meyer-Burkhardt beschäftigt sich zu Beginn intensiv mit der Idee, die Gegenwart als das einzige wirklich existierende Zeitfenster wahrzunehmen. Er beschreibt, wie schnell wir im modernen Alltag entweder in der Vergangenheit verweilen, vergangene Fehler analysieren oder in einer Zukunft leben, die noch gar nicht existiert. Durch persönliche Anekdoten und Eindrücke zeigt der Autor, wie schwer es ihm selbst oft gefallen ist, im Moment anzukommen. Der ständige Drang nach Erledigung und Effizienz hat ihn lange davon abgehalten, echte Muße zu erleben. Erst durch Lebenserfahrung, insbesondere gesundheitliche Rückschläge, wurde ihm bewusst, wie bereichernd es ist, die Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt zu lenken. Ein Aspekt, den er sowohl intellektuell als auch emotional erfahrbar macht. Zweitens. Die Konfrontation mit der Endlichkeit. Ein zentrales Thema des Buches ist das Älterwerden und der bewusste Umgang mit der eigenen Sterblichkeit. Meyer-Burkhardt beschreibt eindringlich, wie schwere Diagnosen und der Tod nahestehender Menschen seinen Zeitbegriff verändert haben. Er verspürt plötzlich den Drang, seine verbleibende Zeit nicht mehr zu verschwenden, sondern achtsam und mit Sinn zu füllen. Dieser Prozess des Umdenkens ist schmerzhaft. Zugleich öffnet er aber auch neue Perspektiven. Das Bewusstsein für die Endlichkeit ermächtigt ihn, Prioritäten neu zu setzen und Bleibendes von Vergänglichem zu unterscheiden. Der Leser wird eingeladen, sich mit seiner eigenen Endlichkeit auseinanderzusetzen und dadurch mutiger und authentischer zu leben. Drittens. Gesellschaftliche Zeitfresser und Leistungsdruck. Meyer-Burkhardt setzt sich kritisch mit den gesellschaftlichen Strömungen auseinander, die das Hamsterrad der Beschleunigung permanent antreiben. Er thematisiert, wie soziale Medien, ständige Erreichbarkeit und eine immer schneller drehende Arbeitswelt den Menschen dauerhaft unter Stress setzen. Das Streben nach Status, Anerkennung und materiellem Wohlstand führe dazu, dass der Wert echter Lebenszeit aus den Augen verloren wird. Er empfiehlt, bewusste Auszeiten und Grenzen zu setzen, um nicht von den Erwartungen anderer vereinnahmt zu werden. Authentizität und innere Zufriedenheit entstehen laut dem Autor dann, wenn man lernt, auf die eigenen Bedürfnisse zu hören und sich selbst wichtig zu nehmen. Viertens. Die Kraft der Begegnungen und Beziehungen. Ein weiterer Kerngedanke des Buches ist die Bedeutung von Beziehungen und Begegnungen. Meyer-Burkhardt erkennt, dass erfüllende zwischenmenschliche Kontakte ein wesentliches Element sind, um die Zeit sinnvoll zu erleben. Insbesondere Gespräche mit Freunden, das Zusammensein mit Familie und Fremden, die inspirieren und neue Sichtweisen eröffnen, geben den Momenten einen Wert, der weit über materielle Besitztümer hinausgeht. Der Autor plädiert dafür, bewusst Zeit mit Menschen zu verbringen und sich auf deren Geschichten und Erfahrungen einzulassen. Diese Begegnungen dienen nicht nur der Unterhaltung, sondern fördern Reflexion, Mitgefühl und Wachstum. Werte, die im hektischen Alltag häufig zu kurz kommen. Schließlich vom Müssen zum Dürfen, ein Perspektivwechsel. Meyer-Burkhardt beschreibt, wie sich seine Lebenseinstellung von einem von Zwängen und Erwartungen geprägten Müssen hin zu einem selbstbestimmten Dürfen gewandelt hat.
Nicht mehr der Terminkalender oder die Ansprüche anderer bestimmen sein Handeln, sondern die Frage, was will ich wirklich? Dieser Perspektivwechsel ist für ihn essentiell, um dem eigenen Leben einen tieferen Sinn zu verleihen. Er rät dazu, vermeintliche Verpflichtungen kritisch zu hinterfragen und spielerischer, neugieriger mit der Zeit umzugehen. Die Freiheit, das Leben nach eigenen Maßstäben zu gestalten, führt laut dem Autor zu mehr Gelassenheit, Lebensfreude und Resilienz gegenüber den Herausforderungen des Alltags. Zusammenfassend: Dieses Buch richtet sich an alle Menschen, die spüren, dass die in einer schnelllebigen und von Erwartungen geprägten Welt oft den Bezug zum Augenblick verlieren. Besonders für diejenigen, die an Leistungsdruck, innerer Unruhe oder existenziellen Fragen leiden, bietet Meyer Burkhardts Werk wertvolle Impulse. Die Mischung aus persönlichen Erlebnissen und gesellschaftlicher Analyse macht die Lektüre greifbar und authentisch. Wer sich nach mehr Gelassenheit, echter Gegenwärtigkeit und Sinn im Alltag sehnt, wird aus diesem Buch praktische und inspirierende Anregungen ziehen. Im Gegensatz zu zahlreichen Ratgebern, die ausschließlich auf Techniken oder Strategien setzen, legt der Autor den Fokus auf die innere Haltung und persönliche Begegnungen. Seine ehrlichen Reflexionen und lebensnahen Geschichten helfen dabei, die eigenen Prioritäten zu überdenken und neue Wege zu wagen. Obwohl das Thema Zeit mittlerweile in vielen Publikationen behandelt wird, überzeugt dieses Buch durch die einzigartige Mischung aus autobiografischer Tiefe, philosophischer Weitsicht und einem persönlichen Erfahrungsbericht, der Mut macht. Es kann das eigene Leben bereichern, indem es aufzeigt, wie wertvoll und unwiederbringlich die persönliche Zeit ist. Das Werk bietet nicht nur eine Anleitung zur Entschleunigung, sondern inspiriert auch dazu, bewusster, erfüllter und mit mehr Selbstfürsorge durchs Leben zu gehen. Wer sich darauf einlässt, profitiert langfristig in privater, beruflicher und emotionaler Hinsicht. Wenn Sie unterstützen möchten: Hubertus Meyer Burkhardt, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.